In diesem Video möbel ich einen Selbstbau einer E44 aus DDR-Tagen wieder auf. Viel Spaß beim Zuschauen! Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, sicherlich erinnert ihr euch noch an den Selbstbauschatz von Thomas Langer, den er mir so freundlich zur Restauration überlassen hat. Nach einiger Zeit hatte ich nun die Gelegenheit, jeweils in Abendarbeit etwas an diesem Selbstbauschatz zu tun, und ich habe mir als erstes Projekt die E44 ausgewählt. Frage an Radio Erivan: Befand sich das Modell in einem guten Zustand? Antwort: im Prinzip ja, aber einige Kleinigkeiten galt es dann doch zu beheben und der Motor fehlte. Den habe ich dann doch noch eingebaut und nunmehr fährt das Modell. Bevor wir uns dem Modell widmen, möchte ich euch einen kleinen Überblick über die Baureihe E44 verschaffen. In den Ausgaben 6 und 8 1988 der Zeitschrift Der Modelleisenbahner wird die Geschichte dieser bedeutungsvollen Baureihe umfassend aufgearbeitet. Alle jetzt folgenden Materialien könnt ihr auch auf meinem Blog einsehen. Link ist unten in der Beschreibung dieses Videos zu sehen. 1931 bestellte die Deutsche Reichsbahngesellschaft 20 Maschinen dieser Art mit der Achsfolge BOBO, Länge über Puffer über 15 Meter und Höchstgeschwindigkeit bis 90 Stundenkilometer. 174 Maschinen entstanden bis 1945, wovon 46 Maschinen dann bei der DR in der DDR verblieben. Ab 1961 wurden die Drehgestelle rot angemalt, um auftretende Risse besser entdecken zu können. Original waren diese schwarz, und es wurden weitere technische Änderungen und Verbesserungen hinzugefügt. Stationiert waren die Loks zunächst in Halle und Leipzig, später sind sie dann auch nordwärts gewandert. Die E44 oder später BR 244 war ein echter Dauerläufer, sie blieb bis 1991 im Einsatz. Wenig verwunderlich ist es, dass sich auch die Modellbahnindustrie der DDR dem Modell der E44 widmete. 1954 entstand ein erstes Modell dieser Art vom VEB Pico. Dieses Modell mit Knick-Zahnradantrieb und massivem Bakelit- oder Plastikgehäuse wurde bis Mitte der 1960er Jahre produziert. Später folgte dann der sittsam bekannte Nachfolger, noch mehr Plaste, der auch dann in diversen Starterpacks gerne mal enthalten war. Dessen Besonderheit war dann der doppelte Antrieb. Wir haben zwei Motoren eingebaut und es ist immer noch ein guter Läufer, und hier seht ihr zwei dieser Ausführungen aus meiner H0-Sammlung. Dementsprechend spielte auch die E44 in der Modellbahnliteratur eine große Rolle, hier beispielsweise im Buch von Gerhard Trost, Kleine Modelleisenbahn, ganz raffiniert. Dort haben wir Abbildungen zur Erläuterung Aufbau einer Oberleitung und auch Beispielfotos, hier beispielsweise eine Anlage von M. Hoppe aus Magdeburg, der mit seinen Fahrträten hier die E44 auf seiner Anlage versorgt. Im Buch Modellbahnanlagen 2 haben wir eine Anlage des Herrn Kesikos aus Budapest. Auch im Modellbahnkalender von 1968 ist eine kleine Zeichnung der E44 abgebildet. Bei dem hier vorliegenden Modell handelt es sich um eine Version, die bei der DR bis Anfang 1960 lief, also noch mit den schwarzen Drehgestellen. Wenn wir das Ganze öffnen, sehen wir, es ist aufgebaut auf dem Boden einer V180 Standardmodell von Pico. Unten sind die Stromabnehmer ersichtlich, im Innenteil die Kondensatoren etc. etc. Dort in der Mitte wird dann später der Motor eingefügt werden. Das Gehäuse ist ein Stück einer V180 zusammengesägt. Hier sind einige Teile abgebrochen, die Schnauzen vorne und auch die Halterung für die Schrauben hier rechts oben im Bild. Oben der Dachgarten, den hat es auch mitgenommen. Einige Teile fehlen, die wurden damals gefertigt aus Kabel, also isolierten, gummierten Kabel. Das Ganze war recht einfach. So ein ähnliches Kabel hatte ich auch, das habe ich einfach zusammengeschnitten, die Teile sodann mit Sekundenkleber angefügt. Das Ergebnis überzeugt. Im nächsten Schritt habe ich die Schnäuzchen der E44 rekonstruiert. Die sind vorne angeklebt an Pappe, einfach mit Sekundenkleber wieder fixiert. Und hier sehen wir den anderen Bereich, den hat es unweit schwerer erwischt. Dort musste ich etwas weiter ausholen.
Einige Kleberreste habe ich entfernt, um das Ganze zu glätten wieder. So dann mit Sekundenkleber fixiert, sodass das Ganze wieder ein ebenes Bild abgibt. Im vorderen Bereich habe ich hier diese stromführenden Leitungen ein wenig angeraut, die Kleberreste entfernt, dort wo die Laternen aufgesetzt waren. Eine Laterne blieb übrig, die anderen habe ich nach dem Vorbild rekonstruiert. Einen Schachschnittspieß habe ich mir dementsprechend zurechtgeschnitten, ein wenig den Spiegel durch Anbohren simuliert, aufgeklebt mit Sekundenkleber wieder und habe mir auch diese Halterungen, die Thomas entwickelt hat, nachgebaut, einfach aus Draht zurechtgebogen, zurechtgeschnitten und mit einer ungesunden Portion Sekundenkleber aufgeklebt, das Ganze filigran aufgesetzt. Dann habe ich die entsprechenden Teile wieder geschwärzt, die Lampen, aber auch die stromführenden Leitungen. Hier sehen wir das Gehäuse noch einmal. Ich habe auch die Griffe, die Haltegriffe nochmal geschwärzt. Der heutige Musiktipp ist etwas außergewöhnlich. Es handelt sich um das Album Planetenwind der Band Pond von 1984. Außergewöhnlich deshalb, weil es sich hierbei um elektronische Musik handelt und diese Platte äußerst erfolgreich war. Ich empfehle euch dann als Anspieltipp das Lied Zeitmaschine. Wenn ihr auf das weiße i oben klickt, kommt ihr zum YouTube-Kanal des Bandgründers Wolfgang Fuchs, der interessante Geschichten rund um die DDR-Musik der 1970er und 80er Jahre zu berichten weiß. Schaut doch mal rein, sicherlich interessant. Die Seitenabdeckung hatten ebenso gelitten, die habe ich dann auch wieder mit dem alten, bewährten Sekundenkleber fixiert, einfach festgedrückt, beidseitig und dann hielt das wieder bombenfest. Im nächsten Schritt habe ich dem ganzen Modell noch etwas mit der Farbe verliehen. Hier habe ich das Grün mit Acrylfarbe rekonstruiert an verschiedenen Stellen, habe den Farbton auch recht gut getroffen. Selbiges habe ich dann bei dem roten Pantographen vollzogen, auch hier das Rot großflächig wieder aufgetragen, so dass der alte Zustand wieder rekonstruiert ist. Auch bei den Drehgestellblenden gab es einigen Schwund. Thomas hat die zusammen gefertigt, einige sind aber abgefallen. Ich habe das Ganze dann rekonstruiert, indem ich hier solche Abstandshalter eingebaut habe. Die sind notwendig, sonst würden sich die Achsen nicht mehr in der Halterung drehen können. Und habe hier so ein trapezförmiges Objekt aus Plaste ausgeschnitten aufgesetzt. So sieht das Ganze dann aus bei allen. Ich musste doch einiges mehr konstruieren. Ich habe dann auch die Trittleitern rekonstruiert. Einige waren noch vorhanden. Die habe ich selbst konstruiert aus Draht. Auch im inneren Bereich musste ich die Frontscheibe, die hat gefehlt, gänzlich neu aufbauen. Einfach ein Stück Klarsichtfolie eingesetzt, in Form geschnitten, mit Sekundenkleber fixiert und die Lok hatte wieder Scheiben. So sieht es vorne aus, die beiden Laternen, die habe ich dann in der Mitte noch etwas geweißt. Aus meiner Zauberkiste habe ich einige Bauteile rausgeholt. Es fehlten nämlich auch die Schrauben, mit denen die Drehgestelle fixiert werden. Habe ich die richtigen gefunden, habe ich dann hier angesetzt, beidseitig festgedreht und auch die Zahnräder fehlten beidseitig. Die konnte ich auch wieder einfügen und wir sehen, es dreht sich und funktioniert. Nachdem ich den Motor eingebaut hatte, konnte das ganze Modell auf die Strecke geschickt werden. Und hier seht ihr die ersten Ergebnisse, die ersten Fahrten. Es funktioniert schon recht gut. Ich muss sagen, die Strecke an einigen Stellen ist noch verbesserungswürdig. Das ist mir dann aufgefallen. Das Holz, auf dem ich es aufgebaut habe, hat sich leider verzogen. Deshalb rumpelt die Lok so. Also die Lok fährt schon deutlich besser. Es liegt vielmehr am fehlerhaften Oberbau. Das Ganze habe ich dann im Nachgang des Videos auch noch verbessert und wieder ausgebessert. Der Lok habe ich dann einige Wagen spendiert, auch einen Doppelstock und so konnte sie ihre ersten Runden auf der Anlage drehen. Und mit diesen Eindrücken von diesem tollen Modell, was ich hier rekonstruieren habe, möchte ich euch dann auch entlassen. Es hat mir wieder viel Freude bereitet, dieses Modell zum Laufen zu bringen und weitere werden folgen. Besucht auch Thomas' Kanal, den habe ich verlinkt, seht ihr oben auf das weiße i. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Ich freue mich auf euch, bleibt gesund.
Bis dahin, Glück auf und fahrt frei.